If Heinz felt any tension regarding the outcome of his offer, you wouldn't know it. But he says he has not slept much since the talk with Sepp. He does not care much for the money, he says, but I have to be able to keep my cows, and if I can't work anymore, I don't want to end up in a retirement home. Ja? Grüß dich. Richtig. Ich hatte etwas mit dir zu besprechen. Hast du kurz Zeit? Okay, gut. Ich mache heute das fertig, dann können wir wieder kochen. Sollen wir kurz reingehen dabei? Ja. Was geht jetzt? Ja, ich habe mich bei einer Leiterhand beraten Ja. und wir taten den Hof gerne übernehmen. Also, Sepp, es freut mich. Ja, übernehmen tat der Hannes. Der hatte die landwirtschaftliche Fachschule in Imsch gemacht und der war da sicher bestens geeignet und ausgebildet, der Bär Heinz. Ja, ich habe den Hannes schon länger beobachtet. Also der Hannes ist der eigentlich geeignete Mann. Wir werden so gut zusammenarbeiten, dass das Ganze gut weiterläuft. Und das ist für mich eine große Beruhigung. Ja, das ist ganz angenehm gut. They say that if you want to earn money with lumber these days, you need monstrous machines which plow through the woods and kraken-like grab the trees and dissect them in minutes. Then the trees might be transported to the valley using helicopters. Apparently, this marks progress. For Heinz, this represents a strange world which does not make any sense to him.
Wir haben jetzt den Übergabevertrag in allen Punkten genau besprochen und ich muss Sie fragen, ob Sie den Inhalt genau verstanden haben. Ja. 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 Herr Wanner, ist Ihnen bewusst, dass Sie nicht mehr im Grundbuch stehen, wenn Sie diese Urkunde unterschrieben haben? Ja, ich weiß. Ich bin voll einverstanden. Ich darf zu Hause bleiben, ich kann wirtschaften, wie ich will. Und wenn ich Hilfe brauche, ich brauche mich nur bemerkbar machen, stehen Sie voll hinter mir. Okay. Das ist sicher auch schon 400 Jahre alt. Bis Lara müssen wir schon. Macht das ist eine Werkstatt. Radio dranhalten da. Das ist eigentlich wahnsinnig, wenn man so schaut. Das alles gehört jetzt ins. Das ganze Werkzeug. Aber irgendwie ist es für mich auch noch so, wie wenn das in Heinz gehört und mir in Heinzler helfen mit Heigen und mit Viech. Das ist irgendwie schon schwer zu begreifen. Vor allem, wenn man denkt, jetzt ist seine Familie schon so lange auf den Hof und sie übernimmt es wieder andere. Ja, Hannes, lass das mir noch machen. Nein, das darf ich da schon Ah, machen, Heinz. Ja, nein. Das war gleich erledigt. Also siehst selber, der Hannes ist derjenige Mann, dem man das mit ruhigem Gewissen und guter Hauptsache übergeben kann. Ich muss jetzt ganz gut schauen, dass wir nicht einen Sonnenmist reinkriegen. Ja. Ja, Hannes, nimm du. Es dreht noch jemand zur Panzig aus. Ja, passt. Ja, Hannes, probier mal. Ja. Kannst du aber ein bisschen dünner machen, weil man da so dick nicht oben kommt. Mal schauen, ob ich das auch kann.
Jetzt schon so. Jetzt sehen. Heinz belongs to the remaining few of the once numerous population which was well versed in all things practical. For example, how to make an ash handle for the picaroon, this ingenious tool for moving logs. Heinz is so skilled in this that people from far away come to have one made. Ja. He learned this from his father, and his father learned it from his father. Heinz regards this as his good fortune there is now someone to whom he can pass his knowledge and his skills to. Wo Sie denn da reinlegen, Heinz? Ja, umgekehrt. Okay. So. Ziehen hin. Gut, dann geht ein bisschen zurück. Ja. Gut. What Johannes is doing here was, after the last farmhand had to leave for war, the work of Heinz's oldest sister. This is why she had to leave school at the age of 13. This was her father's wish. Her brothers could stay in school. They were considered superior. This was how it was done all over this area. It was no blessing to be the daughter of a farmer, especially not for the oldest one. So, Heinz. Ja, was schon. So lieb die so. So lieb bei dir vorne bleiben, Heinz. Ja, dann kann ich mal. Ja. Au. Oh.
Also wenn ich die Zeitung betrachte und ein solches Bild sehe, eine Dame in einfacher Stimme, also da fällt mir folgende Geschichte ein. Von Kaiser Franz Josef, der Hofprediger, hat sich einmal ganz streng geäußert und hat bei Predigt gesagt, diese Hofdamen, so weit ausgeschnittene Kleider und machen sich noch um die jungen Offiziere heran. Also sie seien es nicht wert, dass sich die Hunde das Bein heben und sie anbrunzen. Dann sind sie zum Kaiser Franz Josef gegangen und haben sich beschwert, dass wir uns so durch den Dreck ziehen müssen lassen. Also er bittet den Hofprediger, um diese Äußerung zurückzunehmen und sich zu entschuldigen. Dann hat der Kaiser Franz Josef den Hofprediger holen lassen. Dann hat er gesagt, also Sie sind doch schon ein bisschen zu arg gewesen. Also ich ersuche Sie, dass Sie die harte Äußerung zurücknehmen und dass wieder Frieden ist. Und bei der nächsten Predigt hat er dann gesagt, also gut, ich nehme meine harte Äußerung zurück und sage, Sie seien es wert. In the old days, this type of work was handed to the family, to the grandparents and to the farm hands. It kept the farm afloat, and if the harvest was good, one could even save money for later. Today, Heinz's interest is to have potatoes to eat and to have some for sale, but mostly he gives them away. And there is another reason why Heinz performs many tasks, just like his father, even like his grandfather. He does not want to sever this connection he still has with a time long gone by, to which he feels more connected than to the here and now. This is especially true since he carefully observes what is going on today. Jetzt sehe ich Loch machen. After the war, the Wanners earned their money with cattle and the sale of potatoes and fruit, not with lumber, since nobody could afford to build a house anyway. Later, that changed. Nowadays, Heinz sells lumber from time to time, but even this he would rather give away. He likes to give things away. At the supermarket, they know him as a major purchaser of chocolate. He learned about this sweet when he was already an adult. But he doesn't eat it himself. Rather, he buys it to give it away. People also like him for this generosity. When his sisters married and, just like their brother, left the farm and did not even return occasionally to help, life became very difficult for Heinz. That he managed to keep this large farm to this day probably has to do with the fact that he does not recognize vacations or things like celebrations. If on occasion he has time to do a task which he enjoys,
which isn't only a chore that needs to be done, he says. Maybe that is something like a vacation. Grüß dich, Heinz. Weißt du, Soll ich da das mit dem Traktor, mit der Maschine? wegen der kleinen Schickel, das mache ich mit der Hand. Schon? Ja, Da fahre ich auch und richte da Vater her. ja gut. Okay. Magst du auch was trinken, Heinz? Nein, ich brauche nicht. Ja, Johannes, was wolltest du noch, sagen wir, von mir alles wissen? Mich würde interessieren, wie war denn das früher? Habt ihr das selber gemacht, was ihr braucht habt? Also komplett Selbstversorgung, das gibt es nicht. Man braucht sicher gewisse Artikel, was man kaufen muss, aber was anderes möglich war, haben wir selber gehabt. Sagen wir haben Brot gebraucht, wir haben selber viel Erdäpfel gehabt, wir haben Fleisch gehabt, Rohr gehabt. Also, Habt ihr das Schnapsbrennt auch selber? ja. Ist zwar nichts Wichtiges, aber man kann es mit bei einschließen. Ja. Ja, manchmal kann man nicht selber mal einen Schnaps brennen. Keinen schon. Also Schnapsbrennen kann man zur Zeit nicht übernehmen, weil es braucht eine lange Vorbereitung und sagen wir, so viel Obst, dass es lohnt. Und Jens hat auch schon eine gute Erfahrung gemacht wegen den Zellen, dass wir was Gutes rauskriegen. Aber das müssen wir ein bisschen auf später verschieben. Und ein Brot, manchmal kann man mal ein Brot machen. Also jetzt war ich ein bisschen ruhigere Zeit im Außendienst. Ja. Nachher kann man schon das einmal übernehmen. Ja, das würde mich interessieren. Ja, weil wir haben alle ein gutes Brot gehabt. Also wenn wir es einmal als hergeschenkt haben, die haben gesagt, wir haben nicht gegessen, sondern gefressen.